Ich bin zum Banerjee-Protokoll gekommen. Ich bin seit in zweiter Generation Heilpraktiker, arbeite als Gesundheitsexperte in der Schweiz, nehme Prüfungen bei Homöopathen, bei Pflanzenheilkundlern, europäisch arbeitenden Heilpraktikern ab. Und ich habe vor 6 Wochen das Banerjee-Protokoll auch noch nicht gekannt. Es kam zu mir, ich habe es gelesen in Raum und Zeit, dann habe ich gedacht, kann nicht sein, so erfolgreich, habe es wieder hingelegt. Dann kam eine Ärztin zu mir, mit der ich zusammenarbeite, die zu mir in die Supervision kommt, sagt, du, gehst du auch nach Mainz? Banerjee-Protokoll. Da habe ich gesagt, oh, wenn das Universum zweimal ruft, dann muss ich hin. Heilung mit standardisierter Homöopathie, was ist das? Anders gefragt, Hand hoch. Wer von Ihnen hat schon mal sich selbst oder andere mit homöopathischen Mitteln behandelt? Das sind ja alle. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja gut, aber dann ist ja das auch nicht kompliziert für Sie. Aber klassische Homöopathie ist kompliziert, weil es gibt gleiche Mittel für unterschiedliche Krankheiten. Es gibt Mittel, heilen unterschiedliche Krankheiten. Die Reaktion heilt teilweise, ganz oder gar nicht. Die Verdünnung ist unterschiedlich. Man muss unterschiedliche Mittel kennen. Es gibt einen unendlichen Schatz von Mitteln. Eigentlich alles, was in der Natur vorhanden ist, sind Mittel, die kommunizieren mit uns. Die Reaktionsfähigkeit des Menschen ist begrenzt oder beschleunigte Heilung. Das sind alles so verschiedene Faktoren, dass es scheint, als wäre die Homöopathie kompliziert. Und deswegen gibt es einen Streit um die echte Homöopathie. Die einen sagen C1000, das Mittel. Die anderen sagen, Komplexmittel sind richtig. Und der nächste sagt, nein, es muss eine Hochpotenz sein. Und alle glauben, das ist das einzig Richtige. Wir haben gestern schon gehört, dass Wasser sich informieren lässt, dass das Informationen speichert. Levitiertes Wasser, also das heißt das artemisische Wasser, das rhythmisch sich langsam an die Oberfläche bewegt, ist strukturiert. Die Homöopathie, wenn wir ein homöopathisches Heilmittel herstellen, ist strukturierte Arbeit. Ich nehme einen Teil von einer Heilsubstanz, nehme 99 Teile Wasser dazu, verschüttle das, klopfe das, nehme wieder einen Teil, nehme wieder 99 Teile Wasser dazu, schüttle das, klopfe das. Also das heißt, da kommt Energie rein und die Struktur des Wassers übernimmt die Struktur des Heilmittels oder der Natur. Und dann sehen wir im Rasterelektronenmikroskop solche Bilder der Information, die im Wasser abgespeichert ist. Ich habe das gestern Nacht gefunden. Ein indischer Professor erforscht am Elektronenrastermikroskop Nanostrukturen von homöopathischen Mitteln. Das ist Gold in einer 1M, also in einer 1000-fachen Potenzierung. So sieht das aus. Das heißt, es gibt offenbar eine Struktur, die man in diesem Wasser wiedererkennt, wenn man es 1:1000, 1000 Mal verdünnt. Das Spannende daran ist, jetzt haben wir gestern gesehen, dass das Wasser speichern kann, Informationen aufnimmt und wir sind in der Lage, mit unseren wissenschaftlichen Methoden, das im Rasterelektronenmikroskop wieder darzustellen. Also es wird reproduzierbar. Er hat gefunden Nanopartikel von verschiedenen Elementen in den unterschiedlichen Potenzen
desselben Heilmittels. Das heißt, jede Potenz hat eine andere Nanostruktur. Ja? Was ist das, Homöopathie? Im Kleinen wie im Großen. Nano ist zurzeit der Stand der Wissenschaft. Wir bewegen uns dort, wir schauen hin und wir finden dort. Hier haben wir 3 verschiedene Potenzen in der Nanostruktur dargestellt, 3 verschiedene Strukturen. Wenn man diese Strukturen analysiert, sieht man, dass die verschiedene Formen haben. Und wenn man sich mit Formen auseinandersetzt, kann man auch über Formen und Symbole heilen. Es gibt diese Therapieformen. Diese Formen und Symbole zeigen sich in der Nanostruktur der einzelnen Heilmittel auch wieder. Das heißt, da wird in Zukunft ganz viel Forschungspotenzial sein auf der Signaturenebene. Wieso haben diese Symbole, diese Runen eine Heilwirkung? Finden wir die in der Natur wieder, im Großen wie im Kleinen. Ihr erinnert euch, der eine sagt, ich habe recht, der andere sagt, nein, ich habe recht. Beide haben sie recht. Weil, wenn wir die verschiedenen Potenzen sogar miteinander mischen, in ein gleiches Mittel geben, die Strukturen sind immer noch erkennbar im Wasser. Das speichert. Ja? Also, Witz vorweggenommen, ich bringe nochmal. Homöopathie ist Homöopathie. Ja? Egal, ob es Einzelmittel sind, ob es Komplexmittel sind. Es funktioniert. Mal funktioniert es, mal nicht. Und das macht es kompliziert. Die klassischen Homöopathen oder die klassische Homöopathie ist bis heute bemüht, die Praxis der Homöopathie seit Hahnemanns Zeiten unverändert zu halten. Also eigentlich Menschen, die sich an ein Buch orientieren, das vor 200 Jahren geschrieben wurde, das dort funktioniert hat. Also eigentlich ein rückwärtsorientierter Blick. Und es funktioniert. Hat aber dann, führt zu Konflikten, wenn wir mit Menschen zusammenkommen, die vorwärtsorientiert sind und heute leben. Da treffen 2 verschiedene Welten aufeinander. Du hast es vorhin schön erwähnt, Gleiches heilt Gleiches. Mit diesem Prinzip die Natur beobachten und damit Krankheiten heilen, wenn sich die Natur ähnlich verhält, hat er vor 200 Jahren ein unglaublich erfolgreiches Heilmittelsystem erfunden, das jetzt in unserer Zeit aber in den Wartezimmern ein Problem verursacht. Wenn ich klassisch homöopathisch arbeiten würde, könnte ich davon nicht leben. Wenn ich jedes Mal 2 Stunden Anamnese brauche quasi, oder zu Beginn einer Anamnese 2 Stunden brauche, um das richtige Mittel herauszufinden. Deswegen gibt es so viele Teilzeit-Homöopathen. Ja, ist so. Da haben wir Forschungen gemacht. Es gibt keine 10% der ausgebildeten Homöopathen, die davon leben können. Weil das Mittel selbst kostet ja auch nichts. Es ist ja da. Potenziert im Wasser. Man müsste es teurer verkaufen. Müsste man? Ich weiß nicht. So viel zu, was ist Homöopathie oder was denke ich, was Homöopathie sein könnte. Ich komme zu den Banerjees. Seit 150 Jahren, seit 4 Generationen, leben die Banerjees in Indien und behandeln homöopathisch die Bevölkerung in Kalkutta. 1861 geboren. Der Urgroßvater, hier der Großvater
oder Vater von Dr. Banerjee und Großvater von Pratip Banerjee. Er hat von 1891 bis 1971 gelebt und hat in seiner Praxis circa 2000 Patienten pro Tag behandelt. Die Regierung musste eine Bahnstation in das Dorf bauen, damit die Menschen, die dahin geströmt sind, den Verkehr nicht blockierten. Und das Dorf hat von den Patienten gelebt, von der Unterbringung und so weiter. Er musste eine Möglichkeit entwickeln, in der er schnell zur Diagnose und schnell zur Lösung kam. Das heißt, er hat dort schon 80% der Diagnosen, der gleichen Diagnosen mit immer dem gleichen Mittel behandelt. Nur noch 20% hat er klassisch homöopathisch gearbeitet und auf die Individualität des Menschen Rücksicht genommen. Später, hier sehen wir Prasanna Banerjee, der mich so inspiriert hat dort, hat das weiterentwickelt und hat jetzt ganz spezifische Mittel für ganz spezifische Krankheiten in ganz spezifischen Protokollen und Dosen. Und das möchte ich euch zeigen und teilen, damit ihr das selber auch anwenden könnt, für euch, für andere. Ich zeige euch dann nachher noch wie. Er hat gefunden, dass es eine Grunderkrankung gibt, da gibt es ein Mittel dafür, meistens. Dann gibt es ein Funktionsmittel für den Ausfall oder für die Begleiterscheinungen. Meistens haben wir eine Grunderkrankung plus zum Beispiel Schmerzen, dann gibt es ein Mittel für die Schmerzen. Und das Konstitutionsmittel, das entweder auf den Menschen passt oder auf die Krankheit passt. Also er hat nicht mehr wie normalerweise in der Homöopathie den Menschen ins Zentrum gestellt und das individualisiert, sondern die Krankheit und ein Mittel für die Krankheit gefunden. 1960 hat er eine Klinik eröffnet und seit ca. 50, 70 Jahren arbeitet er mit diesem Protokoll. Also ist das nicht unbedingt eine neue Behandlungsmethode. Ich hier vorhin erzählt, kenne das seit 6 Wochen. Eine neue Behandlungsmethode. So arbeitet er. Er hat vor einigen Jahren aufgehört zu arbeiten. Er hat 57 Jahre lang morgens von 9 bis mittags um 2 ein Leben geführt und die Menschen behandelt, die bezahlen. Und dann hat er von 2 bis nachts um 2 Leben geführt und hat gratis, sprich kostenfrei behandelt. Und das 57 Jahre lang, 6 Tage in der Woche und kaum Ferien gemacht. Weil auch ihm offenbar Geld oder anderes nicht so wichtig ist, sondern für ihn zählt dies hier. So sieht es dort jeden Tag aus. Er hat ein Team, ein großes, das mit ihm zusammenarbeitet. Das ist sein Team. Vor, glaube ich, 4, 5 Jahren haben sie 150 Jahre Homöopathie, sprich eigentlich ihre Legacy gefeiert. Von 1976 bis 1992 hat er hauptsächlich Papers, Artikel eingereicht und ist in der ganzen Welt herumgereist und hat in den Homöopathiekreisen seine Methode vorgestellt. Umso mehr hat es mich verwundert, dass ich in meiner Homöopathieausbildung nichts davon gehört habe. Was sind denn die Banerjee-Protokolle? Ich wiederhole mich jetzt da wieder, aber ich denke, es ist wichtig. Ein weiterentwickeltes Medizinsystem, in dem spezifische homöopathische Arzneimittel in spezifischen Verdünnungen und Dosierungsmuster für spezifische Diagnosen von Krankheiten verschrieben werden. Also nicht nur Krebs, alle Arten von Krankheiten.
Der große Vorteil ist für Studenten, für die Mediziner oder auch für uns, diese Protokolle sind leicht erlernbar. Da die Diagnose das eigentliche Problem, und heute sind wir wunderbar im Diagnostizieren von Krankheiten, sind wir sehr weit entwickelt, also hilft das eigentlich der Schulmedizin auch? Da kommen zwei Sachen zusammen. Ich glaube, das ist die zukünftige Medizin. Steht im Vordergrund und die Fallbearbeitungszeiten werden verkürzt. Jetzt fehlt nur noch, dass uns das Geld nicht mehr so wichtig wäre. Dann würde das funktionieren, weil das wird ja dann zu preiswert, zu billig, zu günstig, was immer. Einfach ein Wort, das beschreibt, dass es weniger kostet. Nochmal kurz zusammengefasst, was ist der Unterschied zwischen den beiden Arten Homöopathie? Klassische Homöopathie benutzt das Ähnlichkeitsprinzip, das macht Banerjee nicht immer. Es benutzt das Einfachheits- oder das Einzelmittelprinzip, das macht er auch nicht immer. Und er kennt auch keine minimale Dosis, ganz im Gegenteil. Ich habe hier einige Folien zu vorbereitet, damit ich aber wirklich auch zum Schluss komme. Habe ich das weggelassen. Einfach ganz kurz zusammengefasst. Hahnemann hat in seiner letzten Ausgabe des Organons, das nur schriftlich vorhanden ist, genau das eigentlich formuliert, was Banerjee gemacht hat. Wenn die Fallzahl nur groß genug wäre, müsste man Mittel in der Natur finden, die die einzelnen Krankheiten heilen. Das war seine Vision. Und da sind wir seit knapp 100 Jahren schon, in Indien. Ich komme jetzt zu den einigen Fallpräsentationen, damit ihr seht, was sind die Banerjee-Protokolle, wie werden sie angewendet, mit welchen Mitteln arbeiten wir hier. Erhöhte Leberwerte. Das ist ein Fall, ein 37-jähriger Mensch, Übelkeit, Müdigkeit, Appetitlosigkeit, das Typische bei einer Lebererkrankung. Der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. Erste Biopsie 98, Entzündungswerte leicht erhöht und bindegewebiger Umbau der Leber schon im Gang. Also da zeichnet sich eine Fibrose, eine Zirrhose, Leberzirrhose ab. Es wurden auch noch Laborwerte genommen und man hat gesehen, dass der Mann oder die Frau Hepatitis C hat, eine Viruserkrankung. Ist konventionell behandelt worden, Interferon und so weiter. Biopsie 2000, Entzündungswerte sind hoch, Bindegewebsveränderung noch nicht besser. Es sind noch mehrere Biopsien gemacht worden. Wir sehen hier, das ist die konventionelle Behandlung hier, wo die Fibrosis etwas zurückgegangen ist, die Entzündung aber hoch. Dann sind einige Jahre vergangen. Hier wurde das Banerjee-Protokoll 2006 eingesetzt, Dezember 2008. Entzündung noch etwas erhöht, aber keine Leberproblematik mehr. Was war das Protokoll? Schöllkraut D6, zweimal täglich, Chelidonium. Kennen wir vielleicht auch von euch jemand? Das wird ja bei Warzen eingesetzt. Ja? Also ich kenne das, da habe ich von meiner Großmutter gelernt. Gehst in den Garten, nimmst den gelben Saft, tupfst den drauf und dann ist die Warze irgendwann weg. Habe ich selber am Fuß in meiner Pubertät erlebt. Es kommt ein zweites Mittel dazu, das ist Thuja, C30, zweimal täglich. Und sehr häufig sind Schüsslersalze mit dabei. Wir kennen die hier in Deutschland als Schüsslersalze. Banerjee kennt die nicht, er kennt einfach die entsprechenden Substanzen. Alsferum phosphoricum, D3, Calcium muriaticum, D3, zweimal täglich. Das ist das Protokoll für die erhöhten Leberwerte bei einer Virusinfektion.
Und ob jetzt das eine Virusinfektion ist oder ob die Leber mit seiner Aufgabe gewachsen ist beim Biertrinken oder was auch immer, das ist egal. Das funktioniert jedes Mal. Das Zweite, was ich mitgebracht habe, sind Gallensteine, auch im Bereich der Leber. Das übliche, Schmerzen im Oberbauch, Blähungen, Schwierigkeiten in der Verdauung, vor allem wenn Fettes gegessen wird. Auch wieder ein 62-jähriger Patient, ein halbes Jahr Beschwerden. Hier sehen wir die Gallensteine. Das ist übrigens auch etwas jetzt, was in den letzten 15 Jahren gemacht wurde. All die Fälle, die vielen, vielen tausend Fälle, von denen ihr da gleich noch hören werdet, sind fotografisch mit solchen Röntgenbildern, mit CTs, mit MRTs und so weiter aufgenommen worden. Mit dem Geld, das er selber nicht ausgibt, das investiert er in seine Foundation und kauft entsprechend Diagnosegeräte, damit er besser diagnostizieren kann. Arbeiten tut er dann mit Homöopathie. Keine Steine mehr, kurz darauf. Und die allermeisten Krankheiten brauchen so 3 Monate, ein halbes Jahr, egal wie gravierend sie sind. Und dann haben wir ganz, ganz starke oder deutliche Resultate in der Besserung. Das Protokoll, Mariendistel, kennt ihr vielleicht? Ein unglaublich kräftiges Mittel. Wer die Pflanze mal gesehen hat, mit welcher Kraft die dasteht, dann weiß man, warum es innerhalb von kürzester Zeit Kupfersternzellen, also das heißt Leberzellen, regeneriert. Auch wieder Signatur. Wie sieht's, was macht es in der Natur? Was macht es mit uns? Lycopodium C200 alle 2 Tage. Und was ja häufig dabei kommt, ist ein Begleitmittel, das die entsprechenden Symptome unterstützt oder reduziert. Und bei Gallensteinen haben wir häufig Koliken, also Belladonna, Tollkirsche C3. Bei Schmerz, bei Kolik, alle 3 Stunden oder alle 30 Minuten, je nachdem, wie intensiv das ist. Das nächste Prinzip oder den nächsten Fall, den ich mitgebracht habe, sind die koronaren Herzerkrankungen, also die Verengungen. Da haben wir in der Medizin unglaubliche Fortschritte gemacht und es ist überhaupt kein Problem mehr, wenn wir das haben. Ja? Wir gehen heute rein, morgen raus. Wir nennen das in der Schweiz Bischkobalönle gsi. Ja, jetzt habe ich halt einen Blutverdünner, Aspirin Cardio. Und das muss ich dann einfach mein Leben lang nehmen. Guter Umsatzträger. Diese Verengung ist ein ganz normaler Prozess bei den meisten Menschen, der in der Alterung der Herzkranzgefäße passiert. Manchmal ist es auch krankhaft oder angeboren, das sind andere Fälle. Dann wird zum Beispiel dann Bypass operiert. Das ist ein Segen, dass wir diese Errungenschaften haben. Das verlängert das Leben enorm. Nur müssen wir dann auch überlegen, an was wir dann irgendwann sterben wollen. Hier sehen wir so ein Bild, wie die Mediziner dort die bildgebenden Verfahren dann schnell eine Diagnose machen, das aufschreiben. Was haben wir da für ein Protokoll? Buschmeister, also Lachesis, kennt man vielleicht als Halswehmittel. Der Crataegus, der Weißdorn, das Heilmittel der europäischen Heilkunde für die Herzkraft. Hamamelis, die Zaubernuss. Und Arnica C3 alle 3 Stunden abwechselnd. Also wir sehen hier, es ist etwas Lebensbedrohendes, also wird das häufig genommen. Ja? Das ist das Prinzip hier in diesem Rezept, deswegen habe ich das ausgewählt. Da habe ich noch ein persönliches Erlebnis gehabt, was mich auch inspiriert hat. Deswegen meine flapsige Bemerkung vorher, wegen Sterben. Banerjee saß so wie ich hier, vor den 200 Ärzten und wurde weiß im Gesicht.
Dann habe ich das gesehen und habe gedacht, der macht einen Herzinfarkt. Habe ich das meiner Ärztin, die neben mir gesessen ist, gesagt, du, guck mal. Sagte, oh ja, da stimmt was nicht. In dem Moment, wo wir das wahrgenommen haben und uns auf ihn fokussiert haben, kam das wieder zurück. So weit, so gut. Dann bin ich in der Pause zu ihm, habe das Buch hier signieren lassen, setze ich so an. Ich habe gesehen, dass du es gesehen hast. But, ich bin ja der Ja-Aber-Mensch, weil ich gerne weiterdenke und fertig denke und dann sage ich immer aber. Und dann habe ich an Strophantin gedacht, ne? Was ist ja ein super Herzmittel, das braucht man dann. But, nein, ich werde es nicht nehmen. Dann habe ich nochmal versucht über Brasilien und Strophantin und er sagt, nein, es ist Zeit zu gehen. Er will mich, ist okay. Gut, war eine Erfahrung, hat mich inspiriert. Was hat er denn gemacht? Er hat den Herzinfarkt vor 2 Jahren gehabt, jetzt werde ich etwas schneller. Hat die Medikamente, die er seinen Patienten verschrieben hat, selber genommen und hat nicht auf seinen Kardiologen gehört, der gesagt, ich muss einen Bypass machen, sonst überlebst du nicht. Und vor 2 Jahren durfte er nicht nach Deutschland fliegen deswegen. Er hat sich mit diesem Rezept behandelt und ist nach Deutschland geflogen. Und diese Flugbelastung habe ich dann am Morgen, als er direkt vom Flugzeug an den Vortrag kam, gesehen. Dann habe ich ein weiteres Mittel ausgesucht, Ohrspeicheldrüsentumor, etwas sehr Eindrucksvolles. Warum habe ich diesen Fall ausgesucht? Weil es ein 90-Jähriger ist, der von der Schulmedizin nicht mehr behandelt werden wollte. So sah das aus. So nach 2 Jahren, 92. Hier ein anderes Mittel, C1000, einmal in der Woche, dem Alter entsprechend, einmal in der Woche, Thuja, C1000, dann Quecksilber, plus Tollkirsche, 2-mal täglich und diese beiden Sachen so lange, bis nichts mehr da ist. Eine ganz häufige Erkrankung, viel häufiger als bei uns, weil die Wasserqualität so schlecht ist in Indien. Aber auch bei uns haben wir Menschen, die auf eine Spenderniere warten, deren Nieren versagen. Hier sehen wir die Fallzahlen in den letzten 5 Jahren. Das sind also rund 1000 Fälle pro Jahr, behandelt er so. Seit 10 Jahren 6400 registrierte Fälle in der Datenbank. Und jetzt komme ich zu den statistischen Auswertungen, die sie machen. 15% sind geheilt, 35% sind besser, 25% sind statisch und 15% sind daran gestorben. Oder 25%, wenn man die nicht mehr erschienen sind, auch dazu zählt. Das ist für die insuffiziente oder chronische Niere, die nicht mehr funktioniert, wo ich eigentlich dann, je nachdem, wie gravierend das Problem ist, alle Woche, Monat und so weiter an die Dialyse muss. Unglaublich, solche Resultate. Hier ein Beispiel. 45, 4 Monate die Beschwerden, Übelkeit, Erbrechen, Ödem, Beine, Schwäche. Ich denke, die Probleme sind schon etwas länger als 4 Monate. Und beim Ultraschalluntersuch ist klar geworden, dass noch Wasser im Bauch ist. Also das heißt, es ist nicht nur die Niere, die nicht mehr funktioniert, sondern die Leber ist auch am Versagen. Das ist also ein Todeskandidat. Was sehen wir hier? Harnsäurewerte, die innerhalb Jahresfrist auf fast Normalniveau für eine chronisch insuffiziente Niere sinken. 8 wäre normal. Und hier der Kreatininwert auch fast normal. Was natürlich jetzt interessiert, ja, was haben wir denn da gegeben? Oder was ist das Protokoll? Die Trypanosode. Nosoden sind aus Bakterien einer Erkrankung hergestellte homöopathische Arzneimittel. Also da ist jetzt dann doch das Gleiche mit dem Gleichen irgendwo in Verbindung. Medorinum C200, wieder Lycopodium, dann hier, ihr seht, in der Homöopathie werden auch
Insekten verwandt. Spanische Fliege, Cantharis, C200. Ein bekanntes Mittel für den Urogenitaltrakt auch. Und Aconitum, einmal täglich. Ihr seht, es gibt verschiedene Arten von Protokollen, die sind nicht immer gleich. Mal wird in der Häufigkeit, mal in der Dosis variiert und das hat System. Dann kommt eine weitere Ebene dazu. Ich nenne das homöopathische Impfen. Eigentlich auch wieder das gleiche Prinzip, also ich heile Gleiches mit Gleichem und aktiviere das entsprechende Gebiet, wo das Immunsystem scheinbar schwach oder überreagiert oder gar nicht mehr richtig arbeitet. Die Schulmedizin nennt das Isopathie, also mit verdünnten Graspollen zum Beispiel eine Desensibilisierung machen. Das kann man schlucken oder unter die Haut spritzen. Und irgendwann desensibilisiert der Körper und merkt, ach, ist ja gar kein Problem, wenn ich das so häufig kriege. Und da sind Doppelblindstudien gemacht worden und da funktioniert es. Also die Schulmedizin macht auch Homöopathie, nur weiß sie es nicht. Oder nennt es anders. Das werden wir nachher noch sehen. Wir arbeiten mit Fake News, auch in der Homöopathie. Das Immunsystem kann überreagieren, es kann autoimmun reagieren, also sich gegen sich selbst richten, oder es erkennt die Fehler nicht, wenn es denn Fehler sind, im Immunsystem oder im Stoffwechsel und lässt dann einen Tumor wachsen. Diese 3 Ebenen. Da möchte ich stellvertretend ein paar Mittel zeigen oder Strategien. Es gibt hier das chronische Asthma, was wir mit zum Beispiel Schöllkraut wieder, Chelidonium D6, diesmal in einer tieferen Potenz, Schwefelleber in der C6, alle 3 Stunden im Wechsel nehmen. Und das ist dann quasi das Grundprotokoll. Und je nachdem, wie die Qualität des Asthmas ist, gehe ich auf die Symptome ein und nehme dann Kaliumjodid in der C6 oder Kaliumcarbonat in der C200. Also da sind wir wieder in der ganz klassischen Homöopathie, wo wir die Modalitäten abfragen oder sehen und hören und dann entsprechend das Mittel auswählen. Autoimmune Protokolle, das hat übrigens der Großvater noch entwickelt, dieses Protokoll. Rustox C30, Brionia alba C200, alle 3 Stunden. Und, wen wundert's, Walwurz, das große Mittel, das wir auch in der Naturheilkunde bei uns so oft einsetzen, bei chronischen Beschwerden. Gewebsspezifisch gibt es Protokolle für Gehirn, Augen, also das heißt für das Ektoderm, für die Nervenzellen, wenn wir so wollen. Und da ist die Weinraute das Mittel, das wir einsetzen. Schleimhautgewebe haben wir hochwirksame Protokolle zur Verhütung von Rezidiven, Mund-, Rachen- und Enddarmkarzinome. Das ist dann die Salpetersäure, Nitricum acidum, C3. Und auch wieder hochwirksam bei gut- oder bösartigen Tumoren im Kehlkopf, also Bindegewebe. Da ist wieder das Hepasulfuris, C6, das da eingesetzt wird. Und bei der Resistenz gegen verschiedene Lungenpathologien haben wir Pottasche, Kaliumcarbonicum, C200. Weiter geht es bei Organen wie leberspezifisch, das Schöllkraut habe ich vorhin schon bei den Gallensteinen gesehen, Bauchspeicheldrüse, Galle, die Mariendistel, die auch dort Verwendung findet, Magen, Arsen, C3 und Nierenblasenbeschwerden haben wir gesehen, Thuja, ein beliebtes Mittel, und bei Hautkrankheiten das Antimon. Das sind so die Hauptmittel oder die Hauptgewebsebenen, die angesprochen werden. Und wir wissen ja,
dass beim Krebs das Immunsystem versagt oder nicht richtig arbeitet. Da kennen wir die lokale Immunschwäche. Das heißt, wenn der Tumor auf Organebene sich am Vermehren ist oder am Wachsen ist. Und dann kennen wir die allgemeine Immunschwäche, wenn es metastasiert, also das heißt, wenn die Zellen im ganzen Körper vom Primärtumor sich verteilen. Ja, das war so die Einleitung so in den Bereich der Banerjee-Protokolle. Und durch diese homöopathische Tätigkeit der Banerjees in der ganzen Welt kamen sie dann zum Schluss, also eigentlich wäre es jetzt Zeit, dass die Akzeptanz der Medizin gebraucht würde. Und 1995 bestand dann die Herausforderung an einem Kongress vor 1200 Ärzten, ein Prinzip oder ein neues Medizinalsystem zu präsentieren, wo nur oral gearbeitet wird, weil Chemo ist normalerweise hier. Ja? Also das heißt, ein System, das quasi an der Leber vorbei in den Körper muss. Und das war eine große Herausforderung, dass sie da überhaupt akzeptiert wurden. Und sie waren die Ersten, die vor so einem Board überhaupt in der Lage waren, zu präsentieren und ihre Arbeit zu präsentieren. Das sind die Fake News, die ich vorhin erwähnt habe. Ultra Dilute Medicine heißt das in Amerika. Ultraverdünnte Medizin. Weil Homöopathie darf es ja nicht heißen. Weil in vielen Staaten ist die Homöopathie per Gesetz verboten. Ja? Und zurzeit passiert genau das auch in Europa. Wir haben Tendenzen, dass die Homöopathie in Spanien, in England verboten werden soll. Das National Cancer Institute hat ein Best Case Series Programm lanciert und fordert eigentlich die ganze Welt auf, die besten Fälle aus der Komplementär- oder aus der Alternativmedizin zu präsentieren, sodass die Schulmedizin davon lernen kann. Da werden gewisse Regeln aufgestellt, nach welchen diese Fälle ausgewählt werden. Und da fallen eigentlich die allermeisten durch, weil sie diese Regeln nicht erfüllen. Weil die wenigsten können erklären, warum ihre Methode funktioniert. Sie funktioniert einfach. Und sie waren in der Zeit die Ersten, die dort eigentlich präsentieren durften. Und hier sieht man eine Doktorarbeit, die daraus eigentlich entstanden ist, die hier im April 2008 publiziert wurde. Und wir sehen hier, dass Brustkrebs oder überhaupt verschiedenste Krebsbehandlungen mit Homöopathie gemacht wurden. Und in dieser Studie wurden Carcinosinum, Phytolacca, Conium und Thuja wirkten zellteilungsverzögernd und absterbend in vitro, also das heißt in Zellschalen, nicht am Menschen. Oder man stellt sich jetzt mal diesen Doppelblindtest vor, der Zellen in der Zellschale. Und das ist ja dann der Placebo, der da funktioniert bei den Zellen, weil die wollen ja jetzt absterben. Wie wir auch, wenn wir beim Arzt sind und Homöopathie nehmen, dem Arzt gefallen wollen und den Placebo-Effekt produzieren. Also die Zellen in der Zellschale, die machen das dann da auch. Und das war dann doch erstaunlich für die Mediziner zu sehen, dass es tatsächlich funktioniert. Und die Zellen, die wissen sogar noch, nur die Brustzellen, die Krebszellen sterben ab und die Lymphzellen, die gleichzeitig da waren, die gesund waren, die haben weitergelebt. Und das war dann der Moment, als die Amerikaner gesagt haben, ja, jetzt müssen wir, glaube ich, kollaborieren. Und seither ist eine enge Zusammenarbeit zwischen
verschiedenen Universitäten in Amerika und den Banerjees. Sie haben in China, in Amerika, in Japan, überall sind Kollaborationen entstanden. Wir sehen hier die beiden, das ist Prasadna und das ist Pratip Banerjee, sein Sohn, die hier große Arbeit leisten und in der Welt dieses Protokoll bekannt machen. Wie kommt es denn dazu, dass wir zu diesen Protokollen kommen? Er hat täglich circa, auch jetzt noch, 1.500 Patienten, circa zwischen 1.000 und 1.500, je nachdem, die in seine Klinik kommen, die mit diesen 15, 16 Ärzten, soweit ich weiß, behandelt werden. Also die haben so circa 100 Patienten pro Kopf, die behandelt werden können oder müssen. Und circa so 10% sind in der Praxis wegen einer chronisch degenerativen Erkrankung, wegen einer Krebserkrankung. Also er hat riesengroße Fallzahlen und hat durch diese riesengroßen Fallzahlen auch die Möglichkeit gehabt, diese Protokolle zu falsifizieren. Also das heißt, ist dieses Mittel vielleicht bei Nierenkrebs besser als das? Ja? Und hat so nachher eigentlich 3 verschiedene Protokolle für jeden Krankheits- oder Krebstyp entwickelt. First Line, Second Line, Third Line. Ja? Also ich habe 3 verschiedene Möglichkeiten. Wenn das erste nicht funktioniert, kann ich aufs zweite gehen. Wenn das nicht funktioniert, aufs dritte. Ja? Weil er hat festgestellt, dass das erste bei 80% funktioniert. Und hat jetzt daran gearbeitet, ja, welche Protokolle funktionieren bei den anderen 20%? Second Line, Third Line. Und das findet ihr in diesem Buch hier, was draußen auf dem Büchertisch liegt. Und schaut mal, wie Banerjees das formulieren. Wir haben das Privileg, so viele Menschen studieren zu können und zu behandeln. Die Wortwahl ist interessant. Ich muss vielleicht noch sagen, die Folien habe nicht ich selbst gemacht, sondern er hat mir die vor 1,5 Wochen geschickt. Und ich habe die dann so übersetzt. Auch das ist ungewöhnlich. Alle möglichen Patienten werden behandelt, also nicht nur Menschen, die sagen, ich will nur das Banerjee-Protokoll, sondern auch Menschen, die kommen, ich habe Angst, ich möchte Chemotherapie, aber ich habe Angst vor der Chemotherapie und ich will auch Banerjee-Protokoll. Ja? Oder ich habe eine Chemotherapie gehabt und habe unglaubliche Nebenwirkungen und die kommen nur für die Nebenwirkungen. All das geht nebeneinander. Ich komme jetzt zu den ersten Krebsfällen. Ich habe ja einige ausgewählt. Ich weiß nicht, ob ich alle präsentieren kann oder nicht. Wir werden sehen. Hirntumor, schweres Thema. 2 Jahre alt, Atem, Gehstörungen. Also ich fange jetzt bei ganz Kleinen an. Ich habe auch noch einen Fall von einem 11 Tage alten Baby, das behandelt wurde. Habe ich aber der Menge halber halt nicht gebracht, aber das funktioniert von ganz, ganz klein bis ganz, ganz alt. Hier sehen wir den Tumor. 2013 im Stammhirn, deswegen auch die Gehschwierigkeiten. 3 Jahre später, weg. Hier im Vergleich. Ein Jugendlicher, 12 Jahre alt. Krampfanfälle, Kopfschmerzen, Sehschwäche. 2008. Eine infauste Diagnose. 2008. Biopsien werden immer auch gemacht, ganz wichtig, wenn ihr selbst in der Lage seid, jemanden zu beraten oder selbst mal in die Lage kommt, was nicht sein sollte, aber es kann ja passieren, dass er einen Krebs macht. Immer auch den Krebstyp bestimmen, eine Biopsie machen, damit ihr genau wisst, das ist der Zelltyp, ich kann mit dem Protokoll behandeln. 5 Jahre später, immer noch kein Tumor mehr. Dann habe ich hier einen Fall ausgewählt, dass ich nicht den ganzen vorstelle, aber man sieht hier den Verlauf von 2001 bis 2012. Damit ihr auch versteht, diese Zahlen, die wir hier haben, das sind Menschen, die sind seit 10 Jahren behandelt und sind in diesen 10 Jahren nachkontrolliert worden. Das sind die Fallzahlen, das sind die Resultate in den Grafiken, die ich euch nachher zeige. Also es ist nicht, dass ich hier eine Behandlung habe und 1 Jahr oder 2 Jahre später habe ich nur ein Bild und nachher wird nicht nachkontrolliert.
ganz große Teile der bezahlenden Bevölkerung, die dort behandelt wird, kommt zur Nachkontrolle und die nicht bezahlenden werden gratis, kostenlos nachkontrolliert. Und so festgehalten. Das ist ein Riesenschatz an Informationen, die wir da haben. 4.580, also rund 4.500 erfasste Fälle in den letzten 10 Jahren, 62% geheilt. Hirnkrebs, Hirntumor. 25% statisch, keine Weiterentwicklung, aber auch keine Einschränkung durch die Symptome. 10% verstorben, 3% weiß man nicht, also vermutlich auch verstorben. Ganz spannend jetzt, ja, was haben wir denn für ein Protokoll? Wie ich vorhin schon erwähnt habe, da geht es um die Nervenzellen, also Weinraute. In der C6 zweimal täglich plus Calciumphosphoricum. Das ist Schüssler Nummer 2. Die beiden. Und that's it. Habe ich noch ein Ödem, nehme ich noch Lycopodium dazu. Ein relativ einfaches Protokoll. Werden wir noch sehen, wenn wir die anderen gleich sehen. Hier ist auch eine Arbeit dazu gemacht worden, auch wieder in vivo und in vitro, die man auch entsprechend anschauen kann und runterladen kann im Netz. Noch was zum Netz. Sie haben eine wunderbare Datenbank aufgebaut. Jeder Therapeut, wenn es hier drin Therapeuten hat und sich entscheiden, ich will die Banerjee-Methode erlernen, im Februar ist in Mainz der nächste Kongress oder der nächste Seminartermin, gerne anmelden. Dann werdet ihr uns dort sehen. Und dann kann man damit sehr gut arbeiten. Sehr gut arbeiten heißt, wir werden unterstützt. Sie haben eine Online-Beratung eingerichtet. Da kann man sich entweder als Therapeut oder Patient melden und sagen, ich habe die und die Diagnose. Wenn du Bilder hast, schickst du Bilder. Schickt mir das Protokoll. Sie schicken mir kostenlos das Protokoll. Lungenkrebs. Ein Thema, das sehr tödlich ist in der Schulmedizin. Wir haben Überleben heißt 5 Jahre nach Diagnose noch leben. Egal wie, dann habe ich überlebt. Wir haben eine Mortalität von über 80% bei Lungenkrebs. Und wenn wir wissen, dass Rauchen die Hauptursache war, und ihr seht, ich bewege mich hier immer ein bisschen, kann kaum still stehen, das neue Rauchen ist das Stillsitzen. Ja? Das sich nicht bewegen. Das heißt, es kommen auf uns in Zukunft solche Erkrankungen noch und noch zu aufgrund von diesem Problem. 50-Jährige, 1 Monat, Brustschmerzen, Appetitlosigkeit. So sieht der Fall aus. Man sieht hier den Tumor 2003. Großzelliger Tumor, ein halbes Jahr später ist er weg. Nochmal 3 Jahre später ist er immer noch weg. 3000 erfasste Fälle. Einer der häufigsten Krebsarten ist Lungenkrebs. 41% geheilt, 29% statisch, 25% verstorben. Das ist der Krebs, der auch im Banerjee-Protokoll die meisten Todesfälle hat. 59, Erkältung, Husten, Atemnot, käme man nicht drauf, dass das mit einem Krebs zu tun hat. Das ist ein kleiner. Leider sehr aggressiv, kleinzellig und ist da immer noch da. Und da auch noch da und da auch noch da. Er sieht zwar hier ist er so ein bisschen schemenhaft,
und schon wird er stärker und heller. Das heißt, hier sieht er aus, als sei er nicht mehr so aktiv und ist am Verkalken. Eine Möglichkeit, dass diese Tumore stillgelegt werden und verkalken, aber sie bleiben erhalten, also die müssen unter Kontrolle bleiben. Keine Metastasen, keine weiteren Symptome. Bei all diesen Arten von Tumoren in der Lunge immer das gleiche Protokoll. Potasche C200, Kali Carbonicum. Jeden zweiten Tag wieder Thuja, Lebensbaum, zweimal täglich, plus Schüssler und Chlorkalium in der D3 auch zweimal täglich. Sie sehen, es hat hier immer ein hochpotentes Mittel mindestens drin und ein oder zwei tiefpotente. Das liegt daran, dass man einerseits eben die Grunderkrankung erfassen will, die Begleitsymptome und die Konstitution. Also eigentlich simpel, wie unser Thema hier. Brustkrebs, 1963 erfasste Fälle, 47% geheilt, 38% statisch, 13% verstorben. Was haben wir für ein Protokoll bei Brustkrebs? Kermesbeeren C200, krebsartiges Gewebe C30, also Carsinosinum. Da sind wir jetzt nicht in der Natur draußen, sondern in der Natur drin, in mir. Also ich nehme mein Krebsgewebe, potenziere das in die C30 und gebe es mir wieder. Das wäre, wenn ich ein homöopathisches Mittel aus meinem Gewebe machen würde, wäre möglich. Hier wird aber immer das gleiche Krebsgewebe eines Brustkrebses genommen. Das ist das klassische Carsinosinum. Und hier haben wir wieder die Arbeit der zytotoxischen Wirkung auf die Zellen, die in 2009 gemacht wurde. Wir sehen hier mit homöopathischen Heilmitteln bei Brustkrebs. Knochenkrebs, auch ein schweres Thema. 5 bis 6 Monate, Schwellungen, Schmerzen, linke Hüfte, ein Riesenzelltumor, operiert 2006 bei einem jungen Menschen vor der Operation. Hier die Riesenzellen in der Biopsie, Histologie. Und hier sehen wir schon nach der Operation, wie die Selbstheilung läuft. Und hier einige Jahre später praktisch voll wiederhergestellter Oberschenkelkopf. Ein zweiter Fall, 8 Jahre alt, noch jünger, Hauptleiden, Schwellung im Knie und kriegt diese Diagnose. Und in Kalkutta ist das ein Todesurteil, weil das Bein wird amputiert in der Schulmedizin. Und ohne Bein kann man in Kalkutta nicht überleben, außer man kommt aus einer reichen Familie. Auch hier wieder, die ist zwar nicht so gut, die Aufnahme, aber hier sieht man schon nach kurzer Zeit, der Knochen erholt sich und auch nach x Jahren noch kann laufen, hat das Leben geschenkt bekommen, in jungen Jahren. 47% heilen aus, 35% bleiben statisch, je nach Alter vermutlich, und 14% überleben das nicht. Und wen wundert's? Die liebe Walwurz ist drin. Plus Schüssler 2, Calciumphosphoricum, das habt ihr jetzt schon einige Male gesehen. Großes Mittel, Calciumphos, in der D3 alle 3 Stunden im Wechsel und wieder das krebsartige Gewebe. Die jüngste Studie 2017 zu diesem Thema, herausgegeben über die entsprechenden Knochenkrebsprotokolle. Nierenharnblasenkrebs habe ich zusammengenommen, weil das gleiche Protokoll, auch sehr häufig, auch in unseren Kreisen hier,
Sie sehen hier 465 erfasste Fälle, 61% Selbstheilung, 33% statisch und nur sehr wenige. Also eine sehr, sehr hohe Selbstheilungsmöglichkeit über diese Homöopathie. Dasselbe Nierenkrebsdaten, 60%, 26%, 10%. Also um die 90% werden hier geheilt. Ein schönes Protokoll hier mit Thuja C30, auch wieder Carcinosinum C30, 2 Dosen täglich und wieder Schüsslersalze. Jetzt hier neu dazu, Ferrumphos bei Blutungen. Also das heißt, wenn Blut im Urin ist oder auch wenn man jetzt Lungenkrebs hat und man beim Husten Blut hustet, kommt hier zusätzlich das Schüssler Nummer 3 dazu in der D3. Also immer dieses Prinzip von Grunderkrankung, Konstitutionsmittel, Begleitmittel. Ein ganz verrücktes Thema im Sinn von, das war für mich immer der Krebs, wo es eigentlich kein Zurück gibt. Und hätte ich nicht selbst vor 5, 6 Jahren einen Rosenzüchter erlebt, der Folgendes gemacht hat: kriegt die Diagnose, geht ins Spital, verkauft sein Geschäft und sagt, okay, lass mich behandeln, ändert seine Meinung, sagt, nee, hat ja eh keinen Sinn. 99,4% Mortalität, nö, mache ich nicht. Dann kann ich ja auch so sterben. Was mache ich jetzt? Kaufe mein Geschäft zurück, ziehe zu Hause aus, gehe ins Treibhaus, lebe bei meinen Rosen und bei meinen Frauen, die die Rosen kaufen. Er lebt bis heute. Das Einzige, was er gemacht hat, Anführungs- und Schlusszeichen, was immer er sonst noch geändert hat. Ja? Und das habe ich gehört und habe gedacht, okay, Bauchspeicheldrüsenkrebs, hat mich dann hier dann doch verwundert, dass 47% überleben, sich selber heilen, keinen Tumor mehr haben, 37% der Tumor stoppt und weiterleben, und zwar 10 Jahre lang weiterleben. Das sind alle, die haben 10 Jahre überlebt, nicht die 5 Jahre der Schulmedizin und länger. Und hier 12% sind verstorben. Hier haben wir also weniger hohe Todesfälle als beim Lungenkrebs. Hier habe ich nochmal die Zahl der 5-Jahresdaten ab Diagnose. Da haben wir 93% tödlichen Ausgang. Ist der Tumor aber schon etwas fortgeschritten und wird erst dann diagnostiziert, dann haben wir 0, kleine Chance von 0,5, 0,6%, das zu überstehen, wenn wir schulmedizinisch behandeln. Also scheint es zu sein, dass meistens ist ja nicht operierbar, dass die Chemotherapie da gar keinen Nutzen hat. Ein einfaches Protokoll. Mariendistel, meine Lieblingspflanze, es gibt Lieblingstiere, ich habe auch eine Lieblingspflanze. Schierling, C3 und das Chelidonium. Was viele Frauen betrifft, ist der Gebärmutterhalskrebs, 961 erfasste Fälle, also auch wieder sehr viele. Da wurde ja in den letzten Jahren eine Impfung propagiert, die gemacht werden soll. 54% Heilung mit dem Protokoll, 32% statisch. Beim Eierstockkrebs sieht es ähnlich aus. Und das Protokoll hier, Carbo Animalis. Habe ich heute Morgen ein schönes Gespräch geführt über Carbo Animalis in der Landwirtschaft. Im Großen funktioniert es für die Pflanzen und für die Erträge und im Kleinen funktioniert es für unsere Gebärmuttern und Eierstöcke.
Arnika C3 dreimal täglich, die beiden Mittel, die hier empfohlen wurden. Ein weiterer Krebs, der sehr häufig ist, sind die Leberkrebserkrankungen. Hier haben wir eigentlich die geringste Heilungsrate, sehr viel statisch, aber ausgeheilt ist er selten, weil der Leberkrebs ja eigentlich in den allermeisten Fällen nicht der Leberkrebs selbst ist, sondern häufig ein sekundärer Krebs, der durch einen Primärkrebs entstanden ist, weil dann dieser Primärkrebs streut, Metastasen macht und die sich in der Leber finden. Genauso wie die Lymphdrüsenkrebsarten. Und die sind halt oft auch schwierig zu diagnostizieren, weil man dann nicht so recht weiß, behandle ich jetzt die Leber oder behandle ich jetzt den Primärtumor. In der Homöopathie sagen wir einfach beides. Und dann haben wir vielleicht noch höhere Zahlen. Das wird sich aber in Zukunft erst weisen, wenn wir alle zusammenarbeiten. Hier haben wir kanadischer Gelbwurz, Schöllkraut und wieder den Schierling, den wir da zweimal täglich nehmen in der C3. Ja, ich hätte noch ganz viele andere Fälle bringen können. Ich mache mal hier die Übersicht von den 5000 Fällen, die im letzten Jahr neu dazugekommen sind. Und da sehen wir hier, es sind eigentlich praktisch alle Arten von Krebs, die hier behandelt werden und wo es auch ein Protokoll für gibt. Im Buch selber ist das ein kleines Kapitel, das Krebskapitel. Ja? Vielleicht ein Fünftel oder so. Und die restlichen Protokolle sind all die vielen Krankheitsarten, die wir in der Lage sind zu produzieren in uns Menschen. Weil wir sind ja enorm kreativ im Kranksein. Ja? Und Kranksein ist nicht krank, sondern gesund. Das ist ein Teil von unserer Regulationsfähigkeit. Gehört auch zur Natur, die Krankheit. Hier sehen wir die steigenden Fallzahlen. Die sind vor allem in den letzten paar Jahren ganz stark angestiegen, weil das neue Netzwerk jetzt weltweit agiert und sich die Ärzte und Heilpraktiker, Therapeuten in diesem Netzwerk online anschließen können und ihre Daten auf die Hauptdatenbank übertragen können, wenn sie den entsprechenden Daten, also den Vorschriften entsprechen. Also wenn eine Diagnose da ist, wenn Bilder da sind, wenn Biopsien da sind, wenn Vorher-Nachher-Bilder da sind, gehen die in diese Studie rein oder in diese Datenbank rein und erscheinen dann in dieser Statistik. Und deswegen geht es jetzt exponentiell ab. Das heißt, es sind jetzt die letzten 2-3 Jahre nicht nur noch indische Daten. Es kommen jetzt auch deutsche dazu, französische, spanische und so weiter. Alle Tumore der letzten 10 Jahre, immerhin über die Hälfte ausgeheilt und 32% statisch. Wenn ich jetzt statisch auch als ausgeheilt deklarieren würde, wären das über 80%. Das habe ich 1:1 übersetzt, weil ich eine wunderschöne Mission finde, die die Banerjees haben. Unsere Mission ist es, Hilfe zu leisten und versuchen, den Erkrankten zu heilen. Zum Glück ist das Ziel für alle Systeme der Medizin dasselbe. Ist es das? Ich hoffe. Keine medizinische Behandlung ist perfekt, jedes System hat seine Grenzen, auch das Banerjee-System. Deshalb schlagen wir demütig vor, dass diejenigen, die praktizieren, sich nicht verschließen, innovative und natürlich weiterentwickelte homöopathische Arzneimittel zu verschreiben. Das wäre schön, wenn das passieren würde. Hier der Aufruf an den Büchertisch. Das Buch empfehle ich denjenigen oder derjenigen, diejenigen, die damit arbeiten wollen und in der Praxis arbeiten oder jemanden im Umfeld haben, wo sie denken, das wäre doch was, ich gebe das dem Kranken und der gibt das seinem Arzt. Ja? Und sagt seinem Arzt, hören Sie,
Es ist gut so, wie Sie mich behandeln, aber das will ich auch. Ja? Und was mache ich, wenn ich Krebs habe? Dann kaufe ich das Buch hier und lese. Das, was ich jetzt hier vorgetragen habe, ist hier drin schön zusammengefasst. Ja? Von Dr. Corti. Das ist der Arzt, wo wir dann im Februar hingehen werden. Und der hat schon einige Jahre Erfahrung mit der Methode und der uns das dann noch genauer beibringen wird, wie wir das mit unserem System, wie wir schon arbeiten, verknüpfen können und da noch erfolgreicher werden in der Naturheilkunde. Das ist sehr zu empfehlen, kostet auch nicht viel, das ist etwas teuer hier, das Buch, was auch Gold wert ist. Und ich habe die Idee gehabt, dass er mir sein Tagebuch, das er geschrieben hat, oder seine Enkelin vielmehr, Dr. Banerjee, ob er die nicht dabei legen könnte, weil das wäre doch schön als Geste für die Ersten, die Bücher kaufen. Das hat er dann gemacht, hat er 30 Bücher kostenlos dazugegeben. So, das sind die beiden Bücher. Das heißt, was mache ich? Ich kümmere mich um das Banerjee-Protokoll. Ich kann das online machen, so, mit dem Buch, wie ich es empfohlen habe. Ich gehe damit zu meinem Therapeuten meines Vertrauens. Was ganz wichtig ist, dass ihr eine gute Diagnose bekommt, geht also in die onkologischen Zentren. Lasst euch aber nicht vom Tumorboard, das dann dort gebildet wird, beeindrucken und geht euren Weg so, wie es für euch stimmt. Ja? Wenn ihr das Gefühl habt, ich glaube, ich brauche jetzt diese Chemotherapie trotzdem, auch wenn sie vielleicht Schäden macht im Körper, falls sie Schäden macht, dann mache ich sie, wenn ich das Vertrauen dazu habe, und ich mache das hier. Oder ich vertraue dem ganz vollständig und mache nur das, so wie es für euer Herz passt und stimmt. Ja, dann bedanke ich mich bei euch für die Aufmerksamkeit.